Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am Camaro um die Rückleuchten. Und zwar hatte ich da ein bisschen Wassereintritt schon vor einiger Zeit festgestellt. Und ich wollte heute schauen, ob ich es schaffe mit neuen Dichtungen an den Scheinwerfern. Dafür habe ich mir extra entsprechend neue Dichtungen bestellt. Ich weiß noch nicht, ob die passen. Das ist immer so eine Glücksspielgeschichte mit den Teilen aus den USA. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich gucke mal, ob ich die Scheinwerfer rausbekomme. Habe das auch noch nie gemacht. Und dafür gehen wir jetzt einmal an den Camaro und schauen, ob wir die Scheinwerfer wegbekommen. So, jetzt sind wir hier am Heck des Camaros. Das sind die Scheinwerfer und die werden eben teilweise feucht. Dafür sollen eben diese Dichtungen gut sein, um das zu verhindern. Hier innen drin im Kofferraum, wie sind die befestigt? Wir haben hier solche Plastikmuttern, die man wegdreht. Das habe ich hier drüben schon mal gemacht. Und wie ihr sehen könnt, konnte ich auch hier, wo ist es da? Konnte ich auch die Leuchte schon ein bisschen rausziehen. Allerdings hängt sie noch hier hinten. Da ist auch ein Stromanschluss. Da habe ich allerdings noch nicht verstanden, wie ich den gelöst bekomme. Das muss ich mir gleich nochmal im Detail angucken. Aber ich dachte, ich probiere es jetzt mal auf der anderen Seite. Da habe ich nämlich keinen Stromanschluss, zumindest nicht gesehen. Der läuft hier wohl auch zur Leuchte. Muss er ja, wegen Strom logischerweise. Ist da aber irgendwie anders verlegt. Das heißt, ich probiere mal die Seite rauszunehmen. Vielleicht werde ich dann schlauer. So, jetzt habt ihr das gesehen. Das geht hier auf der Beifahrerseite sehr gut. Hier hinten, ja, sieht es auch einigermaßen ordentlich aus. Ein bisschen Flugrost, das könnte ich jetzt in dem Zug dann auch noch beseitigen. Das werde ich aber off-camera machen, da ein bisschen das Ganze anschleifen oder halt mit einem Schleifpapier, mit so einem Schleifvlies die Oberfläche so ein bisschen entrosten und dann entsprechend Rostumwandler drauf pinseln. Das ist wirklich nur ganz minimal. Aber ich denke, hier kann man ganz gut sehen, dass hier überall so Löcher sind. Und ich vermute, jetzt müsst ihr das auch sehen, dass solche Geschichten dafür sorgen, dass da Wasser eindringt. Ich vermute, ich muss jetzt hier die ganzen kleinen Schrauben lösen, um an die Dichtung innen drin ranzukommen. Dafür muss ich das Ding abbauen. Das wird jetzt spannend. Hier mit diesen Teilen. Ich hoffe, ich kann die einfach rausdrehen oder rausziehen. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Da muss ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Dafür packe ich euch dann wieder in den Zeitraffer und dann schauen wir uns mal die eine Leuchte an. Und wenn ich das hier hinbekommen habe, verlustfrei, dann müssen wir hier drüben nochmal gucken, wo es da unten genau klemmt, dass die Leuchte nicht raus will. Aber jetzt hätte ich gesagt, packe ich euch mal in den Zeitraffer, wie man die Dinger da abbekommt. Schön ist, dass die markiert sind. 1, 2, 3. Das ist cool. Da hat sich jemand Mühe gemacht. Das finde ich gut. Und jetzt nehmen wir das ab. Merken uns das auch. Ich habe es jetzt auf Video. 1, 2, 3. Da hinten ist noch eine vierte. Und dann schauen wir, ob wir das Ding da rauskriegen. So, jetzt müsstet ihr gesehen haben, wie ich das hier rausbekommen habe. Es ging also super einfach. Das ist wirklich schön an den alten Fahrzeugen. Ich zeige euch das jetzt mal hier an der Seite. Habt ihr so einen kleinen Hebel oder eine Lasche, die drückt ihr rein und dann dreht ihr das Ganze gegen den Uhrzeigersinn und zum Einsetzen müsst ihr dann, hier unten sind so Nasen, das zeige ich euch gleich an der Lampe, müsst ihr die Nasen in die Aussparung an dem Lampenträger setzen und das dann Ganze wieder im Uhrzeigersinn reindrehen. Und hier durch diesen Hebel, der wieder so zurückfedert, klemmt sich hier so eine kleine Plastiknase ein. Das ist also wirklich super einfach. Und das Ding hier, das war nur gesteckt. Das ist einfach so rausgekommen. Also wirklich super easy und schön, dass die Leute, die hier schon mal dran waren, das eben entsprechend beschriftet haben. Jetzt zeige ich euch den Lampenträger. Das ist also der Lampenträger oder halt die Rückleuchte. Und ihr seht schon, hier ist die auch nochmal verschraubt an sehr vielen Stellen. Das wird jetzt lustig, ob ich das hier entsprechend verlustfrei aus diesem alten Plastik rausbekomme. Und ihr seht schon, hier, dieser Gummi ist nicht mehr so geil. Das heißt, da muss ich mich auf jeden Fall auf die Suche machen. Das ist nämlich nicht der Gummi, den ich jetzt hier bestellt habe, hätte ich gesagt. Der hier ist viel dicker. Der ist, denke ich mal, eher für innen drin. Dass es hier drin nochmal eine Gummilasche gibt, gehe ich jetzt mal davon aus. Und die wird wahrscheinlich auch defekt sein oder gänzlich fehlen, ich weiß es nicht. Aber das hier muss ich auch mal schauen, ob ich das irgendwo in den USA finde. Weil ich kann mir nicht vorstellen,
dass dieses graue Zeug hier überall hinkommt. Aber sehen wir jetzt gleich, wenn ich hoffentlich das Ding hier verlustfrei auseinandergeschraubt bekomme. Dafür setze ich euch wieder in den Zeitraffer. So, jetzt habt ihr Zeitraffer gesehen, beziehungsweise so schnelle Wiedergabe. Zeitraffer-Funktion hat mal wieder nicht funktioniert, egal. Also, es war jetzt doch relativ einfach, es ist nichts abgebrochen. Das hier, das war schon kaputt, bevor ich angefangen habe. Das werde ich aber jetzt gleich reparieren mit so 2 Komponentenkleber. Ansonsten waren hier überall solche Schrauben drin. Ich schaue mal, ob ich da entsprechend Ersatz habe. Ich fürchte aber nicht. Die haben ein ziemlich großes Gewinde. Kamera, komm. Ich denke, die werde ich wiederverwenden müssen. Waren alle Schrauben identisch, bis auf die kleine, die ganz vorne an der Spitze hinkommt. Das war eine andere. Ansonsten, wie gesagt, die Dichtung ließ sich hier sehr gut einsetzen und die alte Dichtung war auch tatsächlich schon wirklich komplett ausgehärtet. Und ja, die neue Dichtung, wie gesagt, sitzt sehr, sehr gut. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen putzen. Das heißt, ich werde die gleich nochmal rausnehmen. Das war jetzt nur so ein Probefitting. Dann werde ich das hier nochmal sauber machen. Und ihr seht schon hier, wie hart die ist, ne? Also da ist kaum noch Elastizität vorhanden. Vor allem hier hinten könnte ich mir vorstellen, dass sie auch, ja, also die ist kurz vorm Brechen. Das hat wirklich, ja, das war allerhöchste Eisenbahn. Ob das wirklich der Grund war, warum da Wasser eingetreten ist, bin ich mir noch unsicher, denn theoretisch kann natürlich auch hier an diesen Übergängen überall Wasser eintreten. Und gerade der hier, der war ja nicht sonderlich gut von der Passgenauigkeit. Aber wie gesagt, jetzt mache ich erstmal alles sauber und dann setzen wir den Deckel wieder drauf. Ich werde noch dieses abgebrochene Stückchen da verkleben und ja, dann geht's, wie gesagt, jetzt für euch im Zeitraffer weiter.
jetzt habt ihr gesehen, ich habe das hier mit dem Tornado gereinigt, außen als auch innen. Allerdings ist die Oberfläche immer noch, ja, man merkt ihr halt das Alter an. Ich denke, ich werde das irgendwann im Winter nochmal zerlegen und dann werde ich das hier lackieren, also ein bisschen anschleifen, lackieren, damit das dann schöner aussieht. Außerdem muss ich ja eh noch schauen, dass ich diese Außengummilippe auch noch finde. Die ist auch total hart und muss unbedingt ersetzt werden. Aber zumindest das Innere, das habe ich jetzt schön abgedichtet. Ihr habt auch gesehen, es war ein bisschen fummelig, aber es hält. Ich habe jetzt hier mit diesem 2-Komponenten-Kleber, den ich hier irgendwann mal gekauft habe, hier dieses Schweißnahtzeug, einmal flüssig, einmal mit so einem Granulat. Und die 2 Komponenten verschmilzen dann oder verschmelzen mit dem Plastik. Ich habe es ein bisschen angeschliffen. Problem ist halt immer, wenn man so 2 Teile miteinander verbinden möchte, dass man da irgendwo einen Winkel findet, wo man rankommt. Hier war es jetzt halt auch schwierig. Vielleicht hätte ich es besser vorher geklebt, bevor ich hier das Schwarze aufgesetzt habe. Aber es ist trotzdem, man kommt immer ungeschickt ran. Deswegen auf der einen Seite hält er sehr gut. Ihr konntet ja auch sehen, ich habe die Schraube jetzt festgezogen, ohne dass sich was gelöst hat. Aber auf der anderen Seite ist halt ein bisschen fummelig zum Anbringen. Des Weiteren habe ich diese Klebebänder entfernt, weil ich will es ja dann eh im Winter lackieren. Da müsste ich es eh wegmachen und habe jetzt halt mal Zahlen drauf geschrieben. Auf der anderen Seite, ich werde mir das einfach in meiner Dokumentation hinterlegen. Und auf den Steckern ist ja auch drauf. Und dann kann man ja von innen nach außen einfach sich das Ganze merken. Wie gesagt, die Dichtung innen drin ist jetzt erneuert. Die Dichtung hier, ja, die muss ich noch machen. Scheinwerfer habe ich auch so gut es ging gereinigt. Wenn ich die Dichtung dann neu bekomme, dann können wir die hier ja wegmachen. Die ist auch an manchen Stellen, habe ich gesehen, so ein bisschen mit Silikon oder irgendwas verklebt. Das will ich jetzt nicht wegmachen, auch nicht zum Putzen. Und erst wenn ich die Teile neu habe, vielleicht bestelle ich auch nochmal eine neue Lampenfassung. So richtig schön ist die auch nicht mehr. Muss ich mal schauen. Also wie gesagt, ich muss ja erstmal diese Gummilippe finden und vielleicht noch andere Teile. Ich könnte es theoretisch noch ein bisschen fester ziehen, sehe ich jetzt hier gerade. Das werde ich jetzt gleich noch machen. Da ist noch ein bisschen Luft, weil die Dichtung ist jetzt eben neu. Das heißt, wir haben hier mehr Spiel, will es aber auch nicht übertreiben. Sobald ein gewisser Widerstand da ist von der Dichtung, macht es ja keinen Sinn, hier diese kleinen Plastikgewinde zu überfordern. Das heißt, wenn der Widerstand hier einfach entsprechend hoch ist, ich probiere das nochmal. Ja, da würde ich nicht mehr drauf geben, also mehr und dann passiert das, was irgendjemand vorher schon mal passiert ist, dann reißt das hier. Die Dichtung ist jetzt frisch, hat also viel mehr Höhe, muss man vielleicht ab und an mal nachziehen, wenn die dann nachlässt, die Dichtung, aber jetzt würde ich nicht mehr Spannung drauf geben, das ist jetzt schon in Ordnung, das ist dicht, so passt das und ich hätte gesagt, wir verbauen das wieder und dann, oder beziehungsweise bevor wir es verbauen, schaue ich jetzt mal, ob ich den von der Fahrerseite auch noch rauskriege, damit ihr wisst, wie das geht und dann mache ich den von der Fahrerseite noch in Stillarbeit. So, jetzt habe ich das geschafft. Problem war, dass wahrscheinlich beim Lackieren hier man nicht 100% sauber gearbeitet hat. Das heißt, auf der Seite ist hier zu viel Material. Das sieht man auch hier. Zudem ist die Dichtung halt nicht mehr, sorry, jetzt seht ihr das auch, zudem ist die Dichtung halt auch nicht mehr elastisch. Das heißt, das ist jetzt mehr oder weniger wie so eine feste Plastikkante. Und die Kombination feste Plastikkante plus hier ein bisschen zu viel Material war jetzt eben schwierig. Also prinzipiell funktioniert der Ausbau auf der Fahrerseite genau wie auf der Beifahrerseite. Diesen Gummipfropfen da, den wir vorher gesehen haben, den kann man einfach nach innen durchdrücken und drückt man dann eben, bevor man es komplett montiert, von außen wieder rein. Der verschließt einfach nur, dass da keine Feuchtigkeit und so zwischen außen und innen hereinkommt. Wobei bei dem Auto kommt sowieso überall Feuchtigkeit rein, aber egal. Das war halt damals die Idee vom Hersteller. Heute haben wir da ganz andere Probleme. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt das genauso ausbauen wie auf der anderen Seite. Es hat sich jetzt hier einfach nur verkeilt. Kombination aus harte Gummilippe und zu viel Spachtelmasse. Dann war es ein bisschen knifflig, aber mit vorsichtigem Hin- und Herwackeln ging das. Bedeutet, ich mache jetzt hier auch noch die Dichtung. Wisst ihr ja schon, wie es geht. Und auf der anderen Seite hätte ich gesagt, setzen wir jetzt das bereits mit der Dichtung neu gemachte oder des neu gemachten Scheinwerfer ein. Vorher werde ich, wie gesagt, hier noch ein bisschen Rostumwandler drauf machen und dann geht es für euch jetzt gleich hier im Zeitraffer weiter, wie ich die Lampen wieder einsetze. Ich schaue mal, ob ich hier vielleicht auch, ja, da werde ich nichts reinkriegen. Ich dachte, dass ich hier vielleicht so ein Gummi oder irgendwas dazwischen noch packen kann, damit das Ganze dichter ist, aber da habe ich jetzt auch nichts Passendes, das muss ich mir dann am 3D-Drucker drucken. Da messe ich jetzt gleich noch mit der Schieblehre, dass ich weiß, was ich brauche. Dann drucke ich mir da entsprechende Dichtringe am 3D-Drucker aus TPU und wenn ich es im Winter dann nochmal neu mache wegen der äußeren Dichtung oder dieser Gummilippe, dann werde ich da entsprechend, wie gesagt, das Gehäuse lackieren
und da Dichtungen oder Dichtungsringe reinsetzen. Das seht ihr dann aber im extra Video. Wie gesagt, ich mache jetzt noch ein bisschen Rostbehandlung und dann geht es im Zeitraffer weiter, wie wir das hier wieder zusammensetzen. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das auch wieder verbaut habe. Hier drüben fehlt jetzt noch, wie gesagt, das mache ich jetzt noch in Stillarbeit. Das ist das gleiche Prinzip. Es ist ja auf beiden Seiten auch identisch. Der einzige Unterschied, habe ich ja schon gesagt, ist dieser Stopfen, den ihr nach innen durchdrücken könnt. Und dass jetzt halt hier bei mir ein bisschen zu viel Spachtelmasse war. Und dieser Gummi, also dieser äußere Gummi, dass der eben hart war. Aber kümmere ich mich dann im Winter drum, wenn ich die Teile hoffentlich gefunden habe. Ich habe jetzt gerade auch nochmal Tests gemacht. Alle Lampen gehen noch. Also das normale Licht, Bremslicht, Blinker. Auch auf der anderen Seite, das habt ihr jetzt nicht auf dem Video gesehen, aber das habe ich kontrolliert, weil ich hinten dran eben noch ein Auto stehen habe. Da konnte ich das dann sehen. Jetzt mache ich hier diese ganzen kleinen Befestigungsmuttern wieder ran. Und wie gesagt, den anderen Scheinwerfer noch. Und dann sind wir durch. Jetzt wisst ihr also, wie ihr die innere Dichtung tauschen könnt. Habt jetzt gesehen, wie ihr da rankommt. Ich verlinke euch unten das Teil, wie es heißt, wo ich es gefunden habe. Natürlich in den USA. Hierzulande ist das schwer, da ranzukommen. Es gibt auch ein paar Shops, aber da muss man einfach nur mehr zahlen, weil die halt sozusagen das Zeug auch aus den USA holen und wir dann, hier, wenn wir es hier kaufen, halt einfach den Aufschlag für Lagerkosten und Beschaffung und so noch haben. Deswegen würde ich es am besten immer in den USA bestellen. Gibt ja jetzt halt ein bisschen Zölle, aber gut. Ja, somit sind wir fürs heutige Video durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.